7 krasse Änderungen für Millionen von Rentnern. Immer mehr neue Krisen verwüsten die Gesellschaft. Dennoch gibt es für Millionen Rentner mal gute Nachrichten. Es gibt krasse und wichtige Änderungen, die jeder Rentner kennen sollte. Davon insgesamt 7. Hi, mein Name ist Jutta Martin. Ich bin Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Punkt 1. Bereits ab 1. Oktober 2022 wurde der Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde angehoben. Das ist für die Rentner sehr wichtig, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Hier sollte wirklich jeder seinen Lohnzettel kontrollieren, ob auch wirklich mindestens 12 Euro Stundenlohn darauf stehen. Punkt 2. Ebenfalls zum 1. Oktober 2022 wurde die Grenze für Minijobs von 450 auf 520 Euro angehoben. Das hängt unmittelbar mit der Anhebung des Mindestlohns zusammen. Punkt 3. Neben dem Minijob gibt es ja auch den sogenannten Midi-Job. Das ist eine Gleitzone, die da beginnt, wo der Minijob aufhört. Die Grenze für Midijobs wurde von 1.300 Euro auf 1.600 Euro ab 1. Oktober 2022 erhöht. Ein Minijob ist sozialversicherungspflichtig, aber mit geringeren Beiträgen verbunden. Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer weniger Beiträge zahlen muss als einer, der Teil- oder Vollzeit arbeitet. Punkt 4. Wer eine vorgezogene Altersrente bezieht, also die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht hat, muss eine gesetzlich festgelegte Hinzuverdienstgrenze beachten, damit nicht die Rente gekürzt wird. Hinzuverdienstgrenze betrug vor Beginn der Corona-Pandemie 6.300 Euro im Jahr und genau wegen der Corona-Pandemie wurde sie im Jahr 2020 auf 44.590 Euro angehoben und für 2021 und 2022 auf 46.060 Euro. Wurden diese Hinzuverdienstgrenzen überschritten, wurde die vorgezogene Altersrente entsprechend gekürzt. Die Hinzuverdienstgrenze fällt ab 01.01.2023 komplett weg. Somit können Millionen von Rentnern ab 2023 von einer super gesetzlichen Neuregelung profitieren. Als Regelaltersrentner konnte man schon immer unbegrenzt dazu verdienen, ohne dass die Rente gekürzt wurde. Punkt 5. Auch der Erwerbsminderungsrentner muss eine Hinzuverdienstgrenze beachten. Bisher waren es auch 6.300 Euro pro Jahr, die ein Rentner wegen voller Erwerbsminderung anrechnungsfrei dazu verdienen konnte. Diese Hinzuverdienstgrenze wird zum 01.01.2023 ebenfalls abgeschafft. Sie wird dynamisch angelegt und anhand der jährlichen Bezugsgröße berechnet. Bei Rente wegen voller Erwerbsminderung gibt es ab 01.01.2023 eine anrechnungsfreie Hinzuverdienstgrenze von 17.823,75 Euro brutto. Das sind 3/8 der 14-fachen monatlichen Bezugsgröße. Dennoch muss man darauf achten, dass die gesetzlich vorgegebenen Stunden eingehalten werden. Punkt 6. Wer eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bezieht, durfte bisher 15.989,40 Euro dazu verdienen. Im Jahr 2023 sind es 35.545. Das ist 9,72-fache der monatlichen Bezugsgröße, die mit den Entgeltpunkten des Kalenderjahres, mit den höchsten Entgeltpunkten aus den letzten 15 Kalenderjahren vor Eintritt der Erwerbsminderung multipliziert wird. Das klingt ganz schön kompliziert und wird individuell errechnet. Mindestens sollen es aber 6/8 der 14-fachen monatlichen Bezugsgröße sein. Nach den vorläufigen Sozialversicherungswerten sind das eben für 2023 35.647,50 Euro. Somit kann jede erwerbsgeminderte Person im Rahmen ihres Restleistungsvermögens natürlich hinzuverdienen. Werden die Hinzuverdienstgrenzen überschritten, werden 40% des darüberliegenden Betrages auf die Rente angerechnet. Und Punkt 7, der steuerliche Grundfreibetrag steigt ab 2023 für Millionen Steuerpflichtige und somit natürlich auch für die Rentner. Er steigt von 10.347 Euro auf
10.908 Euro für ledige. Verheiratete erhalten das Doppelte, also 21.816. Gleichzeitig wird die kalte Progression abgemildert, was zu Steuererleichterungen führt. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Erstens, der Mindestlohn beträgt jetzt 12 Euro pro Stunde. Zweitens, die Geringfügigkeitsgrenze beim Minijob wurde auf 520 Euro angehoben. Drittens, die Grenze für Minijobs beträgt aktuell 1.600 Euro. Viertens, die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogener Altersrente fällt komplett weg ab 2023. Punkt 5, die Hinzuverdienstgrenze für Rentner wegen voller Erwerbsminderung erhöht sich auf 17.823,75 brutto. Punkt 6, der Hinzuverdienst bei Rentner wegen teilweiser Erwerbsminderung wird individuell berechnet, beträgt aber ab 2023 mindestens 35.545 und der Grundfreibetrag steigt auf 10.908 für ledige. Das sind jetzt mal grundsätzlich gute Nachrichten. Dennoch gibt es für 2023 einen extremen Steuerschock der besonderen Art. Schaut gleich mal rein.